So the first thing, the first principle is called consciousness precedes phenomena. Das erste Prinzip heißt also, Bewusstsein kommt vor Erscheinungen. It means that we cannot really, and please keep this description in the context of the ending of suffering. Und es ist wichtig, diese Beschreibung im Zusammenhang mit dem Beenden von Leiden zu sehen. First principle, consciousness precedes phenomena, says that if we actually want to create some kind of a profound change in our mind, in our thoughts, and our emotions, we shouldn't do it in the same level in which the conflict has been created in the first place. Das erste Prinzip, Bewusstsein kommt vor Erscheinung, bedeutet also, dass wir, wenn wir einen tatsächlichen Wandel erzielen wollen auf der Ebene unserer Psyche, unserer Gedanken und so weiter, dass wir dann nicht von der gleichen Ebene aus arbeiten können, in der sie kreiert worden sind. Did you ever try to change your thoughts with the help of thought? Habt ihr jemand versucht, eure Gedanken mit Hilfe eurer Gedanken zu verändern? You probably did, because I did it too. Wahrscheinlich habt ihr das gemacht, denn ich habe das auch gemacht. I became more miserable. Und das hat mich ziemlich unglücklich gemacht. Because it was like a dog chasing his own tail, madly. Denn es ist wie wenn ein Hund seinen eigenen Schwanz jagt, auf besessene Weise. And we all try to change our thoughts and our feelings with the help of our thoughts and our different thoughts and feelings. Und wir versuchen immer, unsere Gedanken und Gefühle mit Hilfe anderer Gedanken und Gefühle zu verändern. But what we do in the white light method is taking a leap into levels of consciousness in which we can actually and truly transform our mind and feelings. Aber was wir mit der White Light Methode machen, ist, dass wir tatsächlich einen Sprung machen in andere Ebenen des Bewusstseins, von denen aus wir uns tatsächlich verwandeln können. It is not a matter of believing or having some holding on to some strong concept. Es ist keine Frage des Glaubens oder des Festhaltens eines bestimmten Konzepts oder einer Vorstellung. We actually move to a less dense or a higher vibration of consciousness from which we can profoundly transform ourselves. Wir bewegen uns also zu einer weniger dichten und weniger kondensierten Ebene des Bewusstseins, von der aus wir uns verwandeln können. This all makes a lot of sense because, for example, we can see that it's much easier to change our form of thinking than to change a certain feeling in ourselves. Es ergibt viel Sinn, wenn wir daran denken, dass es wesentlich einfacher ist, eine bestimmte Art des Denkens zu verändern, als eine bestimmte Emotion. The feeling is more material, it feels more in the body. Das Gefühl ist materieller, man spürt es mehr im Körper. So it's very hard for us to transform something that feels so physical. Und es ist deswegen sehr schwierig, etwas zu verwandeln oder umzuwandeln, das so physisch präsent ist. But the deeper we go and the higher we go to more refined levels of consciousness, the quicker it is possible to change things. Aber je tiefer wir gehen und je höher wir gehen in die feineren Ebenen des Bewusstseins hinein, desto schneller können wir uns tatsächlich verändern. In the white light method, we call it a change in the speed of light. In der White Light Methode nennen wir es einen Wechsel, eine Wandlung mit Lichtgeschwindigkeit. It means that we
we actually go to move into dimensions of ourselves which are much in which transformation is much reachable. Es bedeutet, dass wir uns in Ebenen unseres Bewusstseins bewegen, in denen die Transformation oder Umwandlung wesentlich greifbarer wird. So, if we move into the realms of the spirit, we can change from there our thought, and then thought changes the feeling, and then feeling changes sensation in the body. Wenn wir uns also in die Ebenen des Geistes bewegen, dann können wir unsere Gedanken verändern und von da aus unsere Gefühle und von da aus Sensation. Und von da aus auch unsere Empfindungen im Körper. You know, Albert Einstein, he used to give many good quotes. Albert Einstein hat ziemlich viele gute Zitate gebracht. And one of his best quotes in my mind is that it is impossible to solve a problem in the same level, on the same level in which it has been created in the first place. Und eines seiner besten Zitate, meiner Meinung nach, ist, dass es unmöglich ist, ein Problem auf der gleichen Ebene zu lösen, die es geschaffen hat. So we don't try to change in the level of our brain, in the level of our thought. Wir versuchen also nicht auf der Ebene unseres Gehirns, auf der Ebene unserer Gedanken uns zu verändern. We move directly to the more refined, to the subtler level, and from there we create a very powerful impact. Wir bewegen uns direkt zu den feinstofflicheren Ebenen und von dort aus schaffen wir einen sehr kraftvollen Eindruck oder eine sehr kraftvolle Veränderung. You know homeopathy. Ihr kennt Homöopathie. You know, homeopathy, they do it in a different level, but the essential idea is the same. In Homöopathie funktioniert es auf einer anderen Ebene, aber die grundsätzliche Idee ist die gleiche. You take a material, a certain material, and then you dilute it many times until the matter itself, even the last molecule, vanishes. Man nimmt ein bestimmtes Material und verdünnt es viele Male, bis das Material an sich verschwindet. The only thing that remains, this is how in the terminology of homeopathy, is the memory of that material. Das Einzige, was bleibt, ist, wie es in der Terminologie der Homöopathie heißt, die Erinnerung an das Materielle. This memory exists in the electromagnetic field, the first subtle field after the physical known field. Diese Erinnerung existiert im elektromagnetischen Feld, dem ersten feinstofflichen Feld nach dem materiell-physischen Feld. So we take in the homeopathic remedy, and then it works in the electromagnetic field to create a later, more visible change in our physical illness. Wenn wir also ein homöopathisches Mittel nehmen, dann arbeitet es mit unserem elektromagnetischen Feld und erzielt von dort aus später eine sichtbare Veränderung in unserer körperlichen Krankheit.